Der Dreischläfer Affinity Van, heute am 13. Januar 2022, eingeschlagen wie eine Bombe auf Fiat Ducato 8 mit einer Oyster-Sattanlage, richtig schön voll gemacht. Ja, hier ist der Miljan. Grüß dich, Miljan. Servus, hi. Ja, wir sind in Rottweil, das ist in Schwabenland. Hier ist noch ein bisschen bergig, oder? Absolut, ganz klar. So, das ist eine Revolution. Du verkaufst alles außer Affinity. Deswegen hast du gesagt, ey, das muss mein Papa machen. So sieht's aus. Affinity ist das Baby von meinem Vater. Er kennt sich halt perfekt damit aus und ich mache die anderen Marken bei uns im Haus. Ja, ihr seid jetzt seit 5 Jahren im Bereich Camping tätig. Sowas wie Affinity habt ihr noch nicht erlebt, oder? Es ist ein brutales Fahrzeug. Die Zusammenarbeit macht auch mega Spaß mit Affinity, weil es so familiär ist. Weil es einfach eine kleine Manufaktur und die Kommunikation passt einfach. Optik ist der Hammer, der neue Fiat Ducato 8, der hat so viele Neuigkeiten drin, die gefehlt haben. Das Dashboard ist neu, das Armaturenbrett ist neu, du hast Full LED, du hast eine neue Optik, er ist leiser geworden, habe ich das Gefühl, oder? Richtig, ja, definitiv, kann ich so bestätigen, ja. Ja, vielen Dank erstmal, Miljan. Dann wende ich mich an deinen Papa, der ist zufälligerweise da. Du hast viel Arbeit. Vielen Dank erstmal. Ja. Und da ist er. Peter, hallo. Hallo, servus. Du hast einen tollen Sohn. Ist das jetzt der einzige Sohn? Ja, Sohn ja, aber ich habe noch 2 Töchter. Die sind auch nett. Die sind sehr nett, ja. Die sind sehr nett. Ist älter, jünger? Eine ist 30 und die Kim, unser Küken, ist 21. Ja, du warst mal oder bist immer noch Autohändler, aber der Bereich Camping, das hat dir so viel Freude gemacht, dass du vor 5 Jahren gesagt hast, du willst starten. Du hast mit was begonnen beim Camping? Ja, wir haben das eigentlich am Anfang immer nebenher gemacht. Wir haben ein paar Autos in der Vermietung gehabt und so richtig durchgestartet sind wir vor 4 Jahren, wo wir dann jetzt mehrere Marken im Programm haben. Ja, der ist jetzt 1 Jahr alt, ein Kundenfahrzeug. Die ersten kommen jetzt zurück zum Service, die man sagen muss, wie sind die Erfahrungen? Ja, eigentlich durchweg positiv. Klar, es kann immer mal wo was passieren, aber das kann man alles relativ leicht reparieren. Wir haben nur namhafte Produkte drin, wie die Heizung zum Beispiel Truma. Die haben super Service, wenn man da anruft in der Hotline. Und so ist es eigentlich durchweg. Also wir haben keine No-Name-Produkte in den Fahrzeugen. So, es geht jetzt um den Dreischläfer. Du hast das Video aus Bern gesehen, was da passiert ist. Die Leute haben unglaublich darauf reagiert, denn du hast hier, ich sag mal, einen Kastenwagen, der ist ein bisschen modifiziert worden. Das heißt also, an den neuralgischen Stellen, wo er schmal ist, da wurde er verbreitert. Aber so, dass der Originalaufbau nicht beschädigt wurde, sondern die Integrität des Kastenwagens ist erhalten. Die ist vollständig erhalten geblieben, ja. So, man sieht es hier, man kennt das von Mercedes-Benz, der hat so Backen, der Sprinter, das hat man hier auch gemacht. Hier sind Aufbauten an den Seiten dran. Das sind nur ein paar Zentimeter, aber die bringen so viel. Die bringen im Innenbereich, vor allem hinten am Bett und da, wo das Bad ist, richtig Breite. Ja, also wir haben jetzt hier ein Bett, ein französisches Bett, wo fast 1,30 breit ist und wir haben daneben noch das Bad, die ganze Nasszelle. Jetzt haben viele Leute gesagt, 1,30, das ist nicht breit genug. Ja. Jetzt muss man sagen, dann ist das vielleicht das falsche Auto, muss man sagen. Vielen ist das breit genug. Ja, man kann ja auch mal zusammenkuscheln, das ist ja egal, ob jung oder alt. Aber wir haben hier eine Ausweichmöglichkeit, indem wir hier ein 3. Bett anbieten. Also wir haben quasi 4 Fahrplätze und 3 Betten hier in diesem Auto jetzt integriert. So, Seitsfenster sind überall verbaut. Ja, da bekomme ich die Option, Echtglas zu nehmen. Hat das Kunden schon mal nachgefragt? Noch gar nicht. Bis jetzt noch nicht. So, das heißt also, du bist ja von der Breite her, ich kann nur schätzen, die Breite könnten sein, Originalbreite, 2 Meter, was hat der 10? 2,20 Meter hat er, aber die Außenspiegel, wenn du die Außenspiegel eingeklappt hast, dann hat das Auto 2,20 Meter. Wenn sie ausgeklappt ist mit Spiegelbreite 2,40 Meter. Der ist jetzt nicht breiter wie die Spiegel. Das heißt, das Fahren ist ein Traum. Du brauchst keine Spiegelverlängerung. So ist es, genau. Das sieht man. Der hat die kleinen Spiegel dran und ohne Verlängerung. Auch hier jetzt bei diesem gebrauchten Fahrzeug sieht man es auch nochmal ganz klar. So, die Kunden sind happy. Das heißt also, der Invest ist ja nicht ganz ohne, muss man sagen. Die sind nicht ganz so günstig wie die günstigsten. Aber du hast ein 6,40 Meter Fahrzeug und du hast hier einen Raum bei 6,40 Meter, den kriegen viele 8 Meter Fahrzeuge nicht hin. Ja, und vor allem, wir haben eine tolle Grundausstattung. Wir müssen nicht in der Basis Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 dazu addieren, sondern wir haben von der Basis her schon mal eine sehr gute Ausstattung.
Es geht auf 3,5 Tonnen, das muss man sagen. Natürlich perfekt ist es, wenn er aufgelastet ist, dann habe ich viel mehr Möglichkeiten, die da sind. Aber ihr habt die Fahrzeuge, ich sage mal speziell das Thema Schweiz, wo es ja nicht so ganz einfach ist. Schweiz ist gar nicht so weit weg. Habt ihr schon mal einen Schweizer gehabt? Ja, wir haben Schweizer schon gehabt, aber da haben wir ja unseren Freund und Kollegen, den Rodan Cooni, wo dort die Autos vertreibt. Der hat die. So, das heißt aber trotzdem, wir machen mal ein bisschen Werbung für das Thema Schweiz. Der Kollege, der verkauft das ja auch. Ja. Es geht mit 3,5. Da muss man natürlich aufpassen, was man zulädt. Aber viele haben sich ja daran gewöhnt, ein leichtes Leben zu führen. Das heißt also nicht die 7. Jacke mitzunehmen. Ja, also wir rechnen den Kunden immer genau aus mit den ganzen Optionen, wo drin sind, was das Auto wiegt. Und dann kann er entscheiden oder wir unterstützen ihn dabei zu sagen, man lastet auf oder man lastet nicht auf. So, jetzt sieht man das hier. Dieses Auto ist so phänomenal, denn ihr habt quasi ein höhenverstellbares Bett drin, was es ermöglicht, dass du dein teures E-Bike oder sogar einen Roller mitnehmen kannst, wenn du ihn aufgelastet hast, sage ich jetzt mal. Das E-Bike auf jeden Fall. Wir machen mal hinten auf, zeigen das mal. Affinity bei Kabe. Und man muss sagen, dass die Verarbeitungsqualität, ich habe ja viel Kabe gefilmt, durchaus ebenbürtig ist. Das heißt, du hast diese schwedische Qualität mit drin. Es wird aber in Polen gebaut. Die Manufaktur, ich habe Bilder gesehen. Das ist, wenn ich allein schon hier den Beschlag sehe vom Hubbett, wie schön das eingebaut ist. Oder? Also es ist wirklich eine fantastische Qualität, was von Affinity hier gemacht wird. Und da hast du es gerade gefilmt. Das ist einmal die Höhenverstellung vom Bett, wo du von hinten betätigst. Du kannst es aber auch von innen nach oben und nach unten fahren. So, das werden wir gleich mal zeigen. Du kannst das Bett komplett hochfahren oder sehr weit hoch. Dadurch wird der Raum komplett erreichbar. Ist das jetzt eingeschaltet? Können wir es bedienen oder musst du es von innen machen? Holt mal gerade einen Schlüssel. Ich zeige es mal gerade von außen in der Zeit. Das ist die Rückansicht. Auch sehr schön ist, wie schön man hier natürlich an die Toilettenkassette rankommt mit der Außendusche, die hier drin ist. Die gerade Hundebesitzer oder wenn du am Strand bist und so weiter, den Leuten das sehr, sehr einfach macht. Das ist der Hubbettschlüssel. Ja. Wir aktivieren es und das Bett gleitet hoch. Und jetzt habe ich einen Stauraum, da kann man nur von träumen. Das Bett kann gemacht bleiben, oder? Ja, das kann bleiben. Du kannst dann auch oben schlafen. Und unten habe ich vorne noch eine Klappe, wo ich hochmachen kann, wenn das Fahrrad dann länger ist. Ja. So, da vorne die Klappe, die kann ich machen, dass ich das Vorderrad nicht ausbauen muss, oder? Nein, ich mache es mal schnell. Ich gehe mal rein. Ja. So, er hebt es mal gerade hoch und dadurch wird nochmal entscheidende 15, 20 cm mehr. Richtig, genau. Ich kann ein Fahrrad vorwärts und eins rückwärts reinstellen. So, die Holzverarbeitung, ich meine, da habe ich ja schon viel gesehen, das Thema Klappern, weil du bist ja hier im gleichen Raum während der Fahrt. Du hörst ja alles, ist nicht so wie beim, ich sag mal, Wohnwagen, der hinter dir ist, wo es egal ist, ob da was klappert oder nicht. Ja. Wie ist denn das während der Fahrt? Da klappert nichts. Gut. Oder wenig, können wir uns auf wenig, ganz wenig? Ja, vielleicht Besteck. Okay. Aber sonst, oder ein Teller. Und hier haben wir die Technik. Es ist sehr aufgeräumt, du kommst überall gut ran. Man kommt sehr gut ran. Und dahinter haben wir ja den Wechselrichter eingebaut, dass du ständig 230 Volt hast. Auf Sonderwunsch ist es. Also ich zeig mal, Büttner ist drin. Also ich sag mal, ich filme ja ganz viel Morello, die ja ganz viel Büttner verwenden. Das ist schon was Feines. Funktioniert gut? Ja, also wir haben gar keine Probleme. Es passt alles. So, die Lautstärke, das kann man auch leise machen, dass der Ladestrom begrenzt wird nachts, dass es also nicht zu laut wird. Dann hast du hier, ich sag mal, die ganzen Elemente. Victron Energy ist hier gemischt, das heißt also nur vom Feinsten. Ja, kann man schon sagen. Also wir haben wirklich nur namhafte Produkte eingebaut, wo ich auch immer einen tollen Service habe. So, vorne, guck mal, Meanwell-Ladegerät, hast du gesehen? Ja. So, das heißt also das, was wir in den Videowänden in Saarbrücken benutzen, das sind also die Ladegeräte, die wirklich Leistung bringen, ganz klein sind mittlerweile. Ja. Die bringen bis zu 40, 50 Ampere, ja, das musst du dazu sagen, ist drin. Also wer Meanwell nicht kennt, das ist der Marktführer für Ladegeräte, kommt aus China, ist der Hammer. Okay. Also du kennst Meanwell nicht, oder? Nein, also kenne ich ehrlich gesagt. Ja. Das ist ein Industrieprodukt, muss ich dazu sagen. Das sind diese kleinen Teile, die hier oben drin sind. Dann, ich gucke mal gerade hier rein, was wir haben. Oh, ich kann mich so richtig freuen dann. So, hier ist der Elektroblock. Was ist das für ein Block? Da kommt aus Italien? Ja, also da habe ich auf einen Blick, sehe ich welche Sicherung sitzt, ist auch sauber beschrieben, dass der Kunde nicht lange suchen muss, wenn mal eine Sicherung rausfällt, wo dann die richtige ist für die Treppe oder für den Herd und so weiter.
Nord Elektronika ist das hier. Dann habe ich die 230 Volt Sicherung, die ist hier unten drunter. Das Ganze kann sehr schnell verschlossen werden. Die Kurbel ist an einer sehr tollen Stelle. Die muss ich nicht suchen gehen. Ja, genau. Für die Markise. Und was auch eine tolle Sache ist, es ist komplett die Vorverkabelung für TV, für Solaranlage, für Dachklimaanlage, liegt alles schon serienmäßig als Vorrüstung da, dass der Kunde auch später noch entscheiden kann, was mache ich für eine Solaranlage drauf. Oder nach einem Jahr kommt doch noch ein Dachklima und er muss nicht groß Löcher in das Dach bohren. So, nochmal, damit es klar wird. Ich kann das Bett jetzt benutzen in diesem Zustand. Da habe ich zwar oben etwas weniger Kopffreiheit, aber ich kann es nutzen. Das heißt, ich kann das Fahrrad nachts auch drin lassen, während ich schlafe. Das ist halt entscheidend und das ist ja wichtig. Deshalb ist das ja so das Konzept gemacht worden. Das wäre ja Blödsinn, wenn du nachts nicht da schlafen kannst und die Fahrräder müssen raus. Die meisten schlafen halt dann mit dem Kopf gerade andersrum, weil es ist dann bequemer, weil hier dann dieses Kopfteil dann ist. So, das können wir uns gleich mal drinnen anschauen. Ja. Was ist da drunter unter der Klappe? Gas. Ja. So, da geht wie viel rein? Eine Gasflasche. Ja. Aber da kann jetzt, da haben wir auch die Truma 4E. Das heißt, wenn ich Strom habe, kann ich mit Elektro heizen das Auto. Alternativ zu hier der ganz normalen Gasflasche montieren wir auch einen Untergasfluranlage, eine Flüssiggasanlage. Geht auch Truma Diesel, würde gehen? Truma Diesel auch, ja. So, das heißt, ich kann Gas und Diesel mischen, dann langt die eine Flasche ja ewig. Das heißt, da brauche ich gar keine 11 Kilo. Nein, die meisten machen dann entweder die 5 Kilo rein oder sogar die ganz kleine, die 3 Kilo Flasche. So, ich gucke das mal gerade. Hier vorne siehst du, das ist der Sensor. Das heißt, du hast ja eine Truma Diesel als Wunsch, man kriegt aber auch eine Truma Gas, wenn man das möchte. Ja, Truma Gas ist serienmäßig, also die 4E. Und wir haben auch immer die Monokontrolle schon eingebaut. Das heißt, mit dem Crash-Sensor, du musst dann quasi während der Fahrt die Heizung nicht ausschalten oder die Gasflasche zudrehen. Sehr schön. So, hier sieht man Außendusche, ist installiert. Ich komme extrem gut an das Kassettenklo ran. Ja. So, das ist auch nicht immer so. Also du hast ja normalerweise das an den Seiten dran, das können wir gleich mal zeigen. Wir haben ja eben noch ein anderes Auto gezeigt, den Duo. Ja. Der hat sogar einen Gaskasten an der Seite mit drin, aber wir sprechen ja hier von einem echten 4-Personen-Fahrzeug, wenn es denn aufgelastet ist, muss man dazu sagen. Aber ein 2-Personen-Fahrzeug, da sieht man das ganz gut. Außendusche, mach mal zu bitte. Ja. Das ist auch ein großer Vorteil, dass ich diese großen Türen ganz öffnen kann. Ja. Weil im normalen Kastenwagen kannst du normalerweise nur bis daher öffnen, weil ja dann nachher hier ein Problem ist mit dem Fenster. Ja. Und da drücke ich nur drauf, zack, ich kann viel besser beladen. Wahnsinn. Das sind so Kleinigkeiten, die fallen zunächst gar nicht auf. Die Zooösen sind mit drin. Nee, das Bett ruhig mal oben lassen. Okay. Dass wir jetzt gleich mal gucken, wie es aussieht innen. So machen wir das. Genau, wir können es ja gleich mal runterfahren. Weil Leute sind schon ganz wissbegierig, wie geht das, wenn das Bett oben ist. Ich zeig's mal gerade von hinten. Haben wir nochmal ein neues Feature hier. Ein Außengasanschluss für den Grill. Das ist ja süß. Den habe ich übrigens nie benutzt. Ja, ich habe ihn. Die Heizung, die ist dann etwas größer. Okay, also ich habe hier eine Gasflasche und eine Truma Diesel jetzt hier verbaut. Das heißt, ich brauche keine Angst haben mit der Reichweite. Ist der Dieselverbrauch, ist der moderat, jetzt wo der Diesel immer teurer wird? Also ich muss ganz klar sagen, das hängt von der Fahrweise ab. Ich habe Kundschaft. Nein, ich meine der Diesel von der Heizung. Ach so, ja, das ist minimal. Gut, das hängt auch von der Temperatur ab, oder? Das hängt von der Temperatur ab und je nachdem fließt dann 1-2 Liter durch. So, wir zeigen mal gerade da, hast du eine Oyster eingebaut? Das ist die Oyster Connect, die Wi-Fi-WLAN-Antenne. Geht die gut? Also die Kunden sind sehr zufrieden. Also ich höre nichts Negatives. Der Vorteil ist, du kannst dir das WLAN vom Campingplatz auch von außen einfangen, da wo der Empfang gut ist. Genau. So als wäre dein Handy immer, als würdest du es zum Fenster raushalten. Ja, genau. Sehr cool. So, dann gehen wir mal rum. 6,40 Meter Länge. Das Dekor ist schick. Das ist auch unten noch mal so ein bisschen aufgedoppelt, damit es so einen 3D-Effekt kriegt. Ja. Preis, von dem wir hier steht? Der kostet roundabout 90.000 Euro. 90. So, das bedeutet, du kriegst jetzt gleich, wir haben einen 6,40 Meter Kasten, wenn wir reingehen. Innenraum eigentlich mit nichts vergleichbar, oder? Nee, das Auto ist nicht vergleichbar mit anderen. So, die Rückfahrkamera oben ist drin. Das ist jetzt alles Standard. Das ist die Originalkamera von Fiat. Die habe ich jetzt auch ganz neu erst gesehen und getestet. Die hat eine
Super Auflösung. Ja, die ist digital jetzt. Ja. Ah, okay. Das heißt, das war ja vorher analog und die ist jetzt digital. Da haben die Leute ein bisschen mit zu kämpfen, weil, ich sag mal, die Norm ganz anders geworden ist. Das heißt, wenn du jetzt ein neues Radio einbauen willst, alles ist anders geworden. Du hast sogar, ich habe gesehen, an dem Lenkrad hast du jetzt mehrere Knöpfe zur Bedienung. Ich zeig mal gerade was. Das ist euer Wahrzeichen hier, so ein bisschen. 240 Meter hoch. Ja. Das ist was? Das ist der ThyssenKrupp-Turm. Da sind Testtürme drin. Ich glaube 20 oder 25 so Hochgeschwindigkeitsaufzüge. Und die testen die da? Die testen das da, ja. Das 240 Meter hoch. Wir sind nämlich in Rottweil. Und ich habe gesehen, du hast ein Bild bei dir kurz vorm Besprechungsraum, da ist ein Rottweiler drauf. Das kann man sich gut merken. Du bist der Affinity-Händler des Jahres geworden. 22 oder 21? 21. 22 wird wahrscheinlich auch wieder klappen. Ich hoffe. So, die Markisenlänge hier, was haben wir? 4 Meter. 4 Meter. Da haben wir mal eine schwarze gewählt. Kannst weiß oder schwarz haben. Schick. Also das ist so. Ja, 90.000 €. Da werden die Leute wieder sagen, das ist ja ganz schön viel Geld für einen Fiat. Aber man muss sagen, wir haben hier einen Hochtag-Fiat mit voller Ausstattung. Wir haben die Automatikgetriebe mit drin. Das ist eine Wanda-Automatik? Ja. Das ist die neue Neugang-Automatik von Fiat. Der kann auch richtig ziehen, muss man auch dazu sagen. Das heißt also, wenn du jetzt hier im Anhängebetrieb noch ein Boot mitnehmen möchtest oder einen Wohnwagen hinten dran, das geht. Ja, der zieht bis zu 3 Tonnen. So, die Felgen kommen so? Das ist Original Fiat, jawohl. So, die ist ein Paket mit drin. Die ist auch standardmäßig drin. Standardmäßig drin. Das ist quasi der Stromanschluss. Du kommst vom Boot, gell? Du warst. Ja, ich bin im Boot aufgewachsen, im Segelboot. So, wir haben einen speziellen Kunststoff. Da haben wir uns eben mit dem Entwickler unterhalten. Der ist nämlich hier. Der Chef des Hauses ist 14 Stunden gefahren. Ja. Und haben wir ein zweites Video mitgemacht. Der hat uns gesagt, dass dieser Aufbau, der oben drauf ist, der ist hagelfest. Ja. Spezielles Material, was drauf ist. Und die Integrität, da haben wir uns eben schon mal drüber unterhalten, von dem Kastenwagen, die ist erhalten geblieben. Das heißt, die haben an neuralgischen Punkten das Ganze aufgeschnitten, verbreitert. Und hier hast du zusätzlich, ich zeige das mal gerade, eine Kederleiste mit eingebaut. Stimmt das? Ja. Das heißt, du kannst also nochmal ein Trapez ziehen. Hast du eine Markise bei deinem draufgebaut? Wir haben mal ein Auto ohne Markise mit der Kederleiste gemacht, wo man dann Sonnensegel einzieht. Aus Gewichtsgründen. Habe ich aber auch in der Kundschaft. Ich habe jetzt meinen geordert, der hat eine Airline-Schiene. Ja? Ja. Cool. Habe ich gesagt, könnt ihr das bauen? Da habe ich gesagt, kein Problem, bauen wir einen. Cool. Airline-Schienen auf beiden Seiten, sodass du also wirklich dann vollkommen flexibel bist. Und das spart natürlich Gewicht zu einem, ich sag mal, die Markise, was wiegt die? 35,5 Kilo. Ja, ist natürlich eine schöne Sache, aber ich habe immer Angst, wenn es richtig stürmt und du bist am Strand. Du weißt, was ist? Hatten wir jetzt einige Schäden in der Vermietung, wo die Kunden einfach nicht die Markise eingefahren hat und dann schlägt sie einmal drüber, zurück, ist alles kaputt. Ja, das kannst du dir übrigens, ich sag mal, mit einem ganz leichten Sonnensegel, was abgespannt ist, dann noch mit Federn und so, da ist die Gefahr geringer. Richtig, genau. So, jetzt machen wir auf, jetzt kommt was ganz Tolles, vollautomatische Treppe, die mit dabei ist, die beim Öffnen und Schließen automatisch auf und zu geht, die übrigens auch richtig ganz, ganz massiv aussieht. Also die sieht aus, als könnte sie mich tragen. Stabil, ja. Ja, sehr stabil. So, wir werden gleich mal den Innenraum zeigen aber zunächst noch mal das Fahrzeug komplett. Der Fiat Ducato 8, das war fällig, oder? Der 8er? Ja, wirklich klasse. Und hier sieht man auch die ganzen Optionen, wo wir mitbestellen. Voll-LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, dann der Bremsassistent, Spurhalteassistent, sieht man oben die Kamera drin. So, der hält auch die Spur aktiv? Ja. Das war vorher auch nicht der Fall. Das heißt also, der hat jetzt quasi eine elektronische Lenkung mit drin. Das ist auch neu. Das ist auch neu. Genau. Hat mir der Milian gesagt. Ich habe mir da jetzt nicht so, aber wo der gefahren ist, hat er gesagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, die Lenkung. Die neuen Motoren, die haben etwas weniger Leistung, fühlen sich aber an, als wären sie stärker. Das ist ganz interessant. Das hast du oft bei Autos mittlerweile, dass die Nennleistung etwas geringer ist. Das Thema natürlich Schadstoffausstoß will ich nicht näher darauf eingehen. Der neue Motor, da hat man alles geändert, muss man sagen. Das heißt also, das Thema AdBlue und Co., da brauchst du keine Sorgen mehr machen. Hoffentlich. Hoffentlich. Das ist das neue Logo. Und ich hab zu euch gesagt, da kannst du erkennen, das ist der neue. Richtig edel sieht es aus, muss man schon sagen. Sie haben nicht so viel geändert, muss man sagen, denn ich sag mal, so leichte Modellpflege wie bei Porsche macht Sinn, aber es ist wirklich ein ganz anderes Auto, oder? Ja, zum Fahren ist es ganz anders. Man sieht halt überwiegend, dass sich das Kühlergrill geändert hat. Gell? Aber innen sieht man mehr drin.
So, wir gehen rein. Vielleicht mal zunächst, komm mal mit mir mit, dass wir mal das Cockpit noch mal zeigen. Das ist ja das neue Armaturenbrett, was drin ist. Ja, das ist aber das Volldigitale. Wir können mal die Zündung anmachen. Ihr habt nicht gespart, oder? Ja, das sage ich ja. Wir haben wirklich alles reingepackt, was geht. Das tolle Lenkrad, Lederlenkrad, Lederschalten auf. Hier sehen wir die elektronische Handbremse, auch ganz neu. So, das heißt, alle neuen, die jetzt kommen, kommen mit dem elektronischen Tachometer. Das große Radio ist immer mit drin? Immer mit drin. Das, ich glaube, das ist fast 11 Zoll, 10, irgendwas. Das ist Original Fiat? Original Fiat, ja. Das klingt doch gut? Ja, also das, was ich bis jetzt so getestet habe. Aber am meisten hat mich jetzt diese Rückfahrkamera begeistert. Das ist echt der Hammer. So, die Neungang-Automatik ist drin und die will man nicht missen. Das ist ein tolles Feature. War ja vorher mal die Halbautomatik, kennst du die noch von Fiat? Katastrophe. Ja. Aber die neue Automatik ist wirklich klasse. Also wir haben niemanden, wo sagt, die ist nicht. Aber die Neungang-Automatik kommt wirklich sehr, sehr gut an und die Leute sind sehr zufrieden. Sind das diese neuen Sitze, diese Captain Chairs? Das ist jetzt der Captain Chair, ja. Das sieht man daran, der ist anders zu verstellen, hier an der Seite, nicht mehr vorne. Und das Drehen ist dann an der Seite ein neuer Hebel. Einfacher. Ja, viel einfacher. So, ich setze mich mal ganz kurz rein, dass wir mal schauen. Wir haben nämlich hier zusätzlich noch ein Multifunktionslenkrad mit drin. Das heißt, ich kann die wichtigsten Sachen direkt am Lenkrad verstellen. Ja. Das geht. Auto ist wirklich viel leiser geworden. Du hast ein Lederlenkrad jetzt hier auch mit drin. Das heißt also, du musst da nicht irgendwas zum Beledern schicken oder sowas, ja, sondern sie haben gar nicht so viel geändert, muss man sagen. Aber die Sachen, die sie geändert haben, die haben es wirklich in sich. Unter anderem muss ich auch mal dazu sagen, ich sag mal, die ganze Optik, alles ist jetzt nicht mehr so, so Kastenwagen DPD-mäßig, weißt du? So plastikmäßig. Also wir haben auch am Anfang gedacht, so viel hat sich nicht geändert. Aber wenn du mal ins Detail gehst, wenn man jetzt hier, zum Beispiel war ja der Tempomat immer hier dran und das ist jetzt im Lenkrad drin. Ist ein riesen Fortschritt. Und wenn du hier mal die neuen Türverkleidungen anschaust, die sind einfach besser strukturiert und man kann besser die Sachen ablegen, deine Flasche reintun. Also vorher hast du nur ein großes Fach gehabt und jetzt hast du jedes einzelne Detail, wo du hier die Flasche reintust und sonst Warndreieck oder Verbandskasten. Hier ist klar, das haben wir schon immer, quasi, dass du hier komplett verriegeln kannst. Dann der Fensterheber, Fahrer, Beifahrerseite und dann die Spiegelverstellung. So, zeig mal gerade die Verdunklung, wo wir gerade dabei sind. Die geht jetzt hier hoch. So, auch ruckzuck. Und vorne hat man ein anderes System gewählt. Das Dometic. Das Dometic, ja. Das auch sehr schnell geht. Das ist also auch ein Vorteil. Stabile Sache. Genau. Wenn du mal gerade so nett bist, mach's noch mal runter. Dann können wir gleich mal rausgucken. Und bauen mal gerade alles zurück. Dann zeige ich in der Zeit mal gerade die Automatik. Die Klimaautomatik, die jetzt Serie ist, das heißt, du hast mit keinen Hebeln zu tun. Ist es eine Zweizonen, weißt du das, oder eine Einzonen? Das ist eine Einzonen. So, Sitze sind bequem. Sitzheizung gibt's? Gibt's auf Sonderwunsch, jawohl. Für Leute. Jetzt auch neu an. Das ist eins von den neuen Features, wo Affinity jetzt anbietet. So, dann ein großes Riesenfenster direkt oben drüber. Das bringt dir natürlich ganz viel Komfort, wenn du unter anderem in der kalten Jahreszeit fährst, wo du ja jeden Lichtfetzen einfangen möchtest, ja, weil es ist ja dunkel, du weißt ja, es wird heute wieder dunkel, jetzt geht es ja mittlerweile wieder, aber 21. Dezember, da war hier Schicht um 3:30 oder so. Ja, so ist es, genau. Und dann ist es toll, so ein Panoramafenster zu haben, vor allem wenn du jetzt zum Beispiel in den Bergen unterwegs bist. Und ansonsten, wenn die Sonne dich stört, dann ziehst du einfach das Rollo zu, erledigt. So, das Auto ist eigentlich vom Grundriss her, was wir gleich sehen werden, sehr, sehr eng angelehnt an viele Selbstausbauautos, die sich einen ganz offenen Grundriss geschaffen haben. Wir gehen mal rein. Komm, zeigen das mal. So, einfach mal eingeben Caravan Rottweil. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Wir haben nämlich hier eine beleuchtete Einstiegsstufe. Die ist hier direkt mit drin. Zusätzlich hast du hier eine beleuchtete Markise. Das heißt, hier diese Kehlerleiste ist beleuchtet. Mach sie gerade mal an, bitte. Ja. Das geht über das Display, angeschaltet. Und hier vorne, vielleicht zeigen wir das auch noch gerade, lieber Peter, das ist der zentrale Ablass. Ja. Das heißt, du musst noch nicht mal unter das Auto kriechen, da ist er drin, ein Handgriff und hier kann man sogar noch Kleinigkeiten reinlegen. So ist es, genau. Gut,
ist jetzt kein Geheimfach, aber das ist das Fliegengitter. Ist das auch dicht? Ja. Es ist das dicht. hat man geändert oder das haben wir bei dem Auto von Anfang an gehabt, dass es vorne ist wie eine Bürste und es tut sich einfach besser hier anpassen. Das war vorher nämlich immer so zuppeln. Gummi, so hartes Gummi. Das habe ich einmal sogar kaputt gemacht, indem ich nur hier durchgegriffen habe mit dem Fingernagel. War es kaputt. Ja. Das ist viel besser. Du hast eine große Werkstatt, machst das seit 5 Jahren. Ihr seid im Autohandel schon ewig. Ja, wir sind jetzt 85 Jahre im Autohandel. Oh, das tut mir leid. Du siehst noch jung aus. Ja, danke. Nee, wir haben alles. Wir haben Karosserie, wir haben Lackiererei. Also wir sind wirklich komplett ausgestattet. Die Leute, haben die keinen Schock bekommen vor 5 Jahren, wo du gesagt hast, wir fangen jetzt an mit Camping? Ich meine, die hatten ja eh schon genug zu tun in der Werkstatt. Nein, wie gesagt, also wir privat fahren wir schon länger mit Wohnmobilen spazieren. Aber so richtig angefangen haben wir halt dann erst vor 5 Jahren, leider. So, 2017. Aber das war der richtige Schritt. 2017 war noch vor der Pandemie und dann kam die Pandemie. Was war denn da los bei euch? Ja, das war natürlich traurig, nachdem dann der Ausstellungsraum war abgesperrt. Wir mussten alle in Kurzarbeit gehen. Aber die Nachfrage ist ja enorm explodiert, oder? Ja, haben wir jetzt. Jetzt ist seit einem halben Jahr ist wirklich der Hammer. So, wir gucken mal rein. Das ist dieser Grundriss, den die Leute so gefressen haben, muss man sagen. Und wir bauen ihn direkt mal um. Dreh mal bitte beide Sitze. Ja. Sollen wir mal sehen, wie leicht das ist. Wie kam der Kontakt zu Affinity? Ich hoffe, du kannst dich noch daran erinnern, Peter. Ja, da muss ich ganz schön ausholen, ja, weil ich kenne den Jacek bestimmt 8 oder 10 Jahre. Der ist der Chef da. Der Jacek ist der Chef, 8 oder 10 Jahre. Der hat ja angefangen mit Neo Traveler, dann hat es Globe Traveler geheißen. Und vor 2 oder 3 Jahren hat er ja die neue Firma mit Affinity gegründet, mit Kabe zusammen. Und es ist wirklich eine ganz tolle partnerschaftliche Zusammenarbeit. Es ist auch kein so großer Laden. Es macht Spaß. Das sind jetzt 50 Leute bei Affinity roundabout und es klappt einfach sehr gut. Du warst schon mal da in Polen? Ja, schon oft. Echt? Schon oft, ja. Ist gut die Fertigung? Also, was die für Maschinen haben, ist es unglaublich. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist sehr sauber da drin in der Firma und auch in der Produktion. Das glaubt man manchmal nicht. Wo ich früher noch bei Irmscher tätig war, war ich mal in Saragossa im Werk von Opel und da hast du vom Boden essen können und so ist bei den Polen auch. Die Verarbeitung ist top. Ich selber hatte ja mal einen ausgebauten VW-Bus aus Polen. Ja. Da war ich zunächst, Polen und dann haben aber alle auf dem Campingplatz immer geguckt. Wir hatten das gebaut, weil das war Eiche massiv. Ja. Und da haben die gesagt, das wiegt zwar 80 Kilo mehr, aber es ist einfach nur klasse. Und jetzt, wenn ich da mal gerade hinsetze, bitte. Ja. Jetzt sieht man mal, wenn du dich gerade mal auf den Fahrersitz setzt, sagen wir so nett. Du bist, wie groß bist du? 1,78. 1,78. Jetzt sieht man mal, wie viel Platz man hat, denn du hast eine riesige Sitzbank. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel gewerblich unterwegs bist, du hast mir erzählt, ihr habt Spitzenköche, die zum Beispiel mit solchen Autos reisen, die müssen gar nichts umbauen. Die schieben einfach nur diesen Tisch raus, der hat seinen festen Platz. Mach mal bitte. Und das geht so schnell, man kann ihn sogar, ich glaube, man kann ihn sogar montiert lassen, wenn der Sitz vorne gedreht ist, gell? Ja. So. So, zweimal drin. Der kann auch verschoben werden. Ja, klar. So, und was jetzt zu sehen ist, ich setze mich mal gerade mal neben dich. Das ist diese Luftigkeit dieses Grundrisses. Du bist hier drin und du hast überhaupt nicht das Gefühl, du bist im Kastenwagen. Genau, das ist es. Guck mal hier links. Das Raumgefühl ist der Hammer. Es ist so eine richtige Wohlfühloase hier drin. Du bist auf 6,40 Meter. Ja, das kannst du gar nicht. Da ist eine richtige Dusche drin. Das Tankvolumen hier vom Frischwasser? Der hat jetzt 110 und Grauwasser 100. So, wir machen am besten mal die Tür zu. Dann können wir mal sehen. Hier oben machen wir auch mal zu. Vorher gucken wir aber noch einmal ganz kurz auf deine Oyster drauf. Die ist nämlich hier. Ist sie teuer? Die kostet montiert 1.199 €. So, aber der Empfang ist spitze, sagst du, oben. Ich zeige das nachher noch, wo die Zentrale dann ist. Die Einheit.
So, du baust es nämlich bewusst mal zurück, dass wir mal sehen können, wie schnell das geht. Denn während der Fahrt hast du hier einen richtigen Luxussitz. Ich zeige das mal gerade, denn du hast hier 2 Halter. Du hast eine drahtlose Ladestation, glaube ich, die ist hier drin. Ja. Ist hier mit eingebaut. Handy, Kannst du einfach das Handy drauflegen. Du hast hier deine 230 Volt. Dein USB und natürlich die 12 Volt Steckdose. Da kann es nicht genug geben. Also das ist ja so, dass die Leute gerade 12 Volt, die meisten haben USB-C, was jetzt ja neu kommt, da kaufst du einfach einen Adapter, steckst ihn rein. Davon habt ihr mehrere direkt, oder? Ja, da haben wir einige und wenn ein Kunde noch mehr möchte, kann er auch mehr haben. Aber wir haben auch hinten im Kofferraum für die E-Bikes laden, wir haben genügend Steckdosen. Ja, das Auto steht direkt auf Lithium. Ihr lasst euch auf AGM gar nicht mehr ein, oder? Nein, überhaupt nicht. Standard ist Lithium 120 Ah und es gibt aber auch stärkere. Da gucken wir nachher mal da rein, was wir hier für eine drin haben. Setz dich mal dahin, bitte. Dass wir mal sehen, wie breit die Bank ist. Das heißt also, wenn du jetzt unterwegs bist, wie ist der Sitzkomfort? Also sie ist sehr bequem, sie ist leicht geneigt und vor allem ist sie nicht so schmal. Also hier können auch wirklich 2 Erwachsene nebeneinander sitzen, bequem. Aber einer könnte auch alleine sitzen. Der sitzt nämlich auf der linken Seite, auf der rechten Seite, genau in der Mitte, dass er durchgucken kann. Denn du kennst das ja, du fährst Richtung Spanien, die Sonne blendet dich. Und dann sitzt meine Frau immer hinten, weil die blendet mich, aber meine Frau nicht, weil die hinten ist. Okay. Und hinten könntest du mit den Kindern dann noch was spielen, du könntest den Tisch benutzen und so weiter und so fort. Darf man den Tisch während der Fahrt rausholen? Ist das erlaubt? Also es ist erlaubt, also wir haben keine Einschränkung hier. Ich kenne es aber, wir haben ja auch noch andere Kastenwagen, wo genau drin steht, auf dem Tisch während der Fahrt nicht. Aber hier haben wir keine Einschränkung. So, das Seitsfenster ist stufenlos verstellbar. Ja, Entschuldigung, da haben wir jetzt noch die Folie drauf. Nee, das ist in Ordnung. Ja. Das soll ja nicht verkratzen. Der neue Besitzer soll ja... Genau, das Auto ist ganz frisch gekommen. Das ist stufenlos, ja. So, und das ist eine klasse Qualität. Es ist doppelt. Das bedeutet, da ist eine Füllung drin, sodass die Kälte nicht direkt kommt. Jetzt kommt es aber noch besser. Du kannst die Kälte nämlich recht effektiv aussperren. Es gibt ein Rollo. Es gibt ein Rollo. Es gibt einmal das Fliegenrollo oder dieses Verdunklungsrollo. So, guter Tipp von mir. Die Seitsfenster haben einen Nachteil. Den kennst du? Wenn man gegenläuft, macht es Aua. Wenn ihr das erste Mal dieses Fenster aufmacht, ich spreche aus Erfahrung, und ihr macht das nur so ein bisschen auf, rennt nicht dagegen, denn es ist von der Seite kaum zu sehen. Ist es dir noch nie passiert? Doch. Wenn du sagst jetzt, ja. Also die vorderen sind schon gefährlich, da tut man sich richtig weh. Richtig weh. Also du siehst hier, wenn du aussteigst, das ist die Kopfhöhe und ich habe an meinem VW-Bus ein Seitsfenster mir voll in die Schläfe gerammt und ihr werdet an mich denken, wenn ihr es seht. Okay. Bitte mal anschnallen, dass man mal sieht, wie das geht. Sind die Gurtschlösser versteckt? Ja, das ist so ein Feature. Das, am Anfang haben wir das nicht gehabt. Und meine Frau hat irgendwann mal gesagt, wo wir unterwegs waren, Mensch, wo wir gestanden sind, da habe ich ja jedes Mal den Gurt im Po drin, das Gurtschloss. Und dann habe ich Jacek angerufen und habe gesagt, du Jacek, was können wir da machen? Und dann hat Jacek, beim nächsten Auto war das hier drin. Er hat es versenkt. Hat es versenkt, genau. So, und da ist ein Polsterchen mit dabei. Ja, dieses Polster, genau. So, und das Besondere ist, wo wir gerade drauf sind, dass der Dreischläfer, da drunter ist ein Bett, was du in 0, nichts Augenblick, ich gebe dir ein Signal. Und wir haben es nicht geübt, denn du verkaufst das Auto ja schon seit einem Jahr. Bitte mal umbauen zum Bett. Wir haben 33, 40. So, das hat er rausgeklappt. Das Polster geht zur Seite. Kommt dahinter, fertig. Das war's. So, und das ist 1,90 Meter. 1,92, also wenn man bis daher rechnet, 1,90, 1,92. So, das ist hier leicht angewinkelt. Das ist nämlich jetzt wieder ein anderer Sitz. Der neue Sitz jetzt und ich muss den Sitz noch ein wenig nach unten stellen, aber es ist schon leicht angewinkelt. Dann wird es dann etwas gerade. Das heißt, hier wäre das Kopfteil. Quasi. Das ist das Kopfteil, ja. Aber hier kann auch mal ein Kleinkind drin schlafen. Kann auch. Und ich gehe jetzt gerade mal nach hinten, da zeige ich euch was Tolles. Ja. Ja. Wenn man dann wirklich mal 2 Meter lang ist,
dann mache ich hier auf, das ist ganz neu beim Dreischläfer, dann kannst du halt die Füße hier noch ausstrecken. Hast du Platz? Und du hast den Stauraum während der Fahrt, das ist neu beim Dreischläfer, das hast du beim Vierschläfer nicht. Da hast du zusätzlichen Stauraum. Ich habe jetzt da unten einen riesen Stauraum, da kannst du auch mal wirklich große Pfannen reintun. Ich komme mal zu dir. Ja, da muss ich weggehen. Dass wir das sehen. Trotzdem haben wir Platz, wir sind im Kastenwagen, wir können uns gerade mal zu zweit hier hinten bewegen. Dann hast du hier einen Stauraum direkt unter der Küche. Ja. So, die Qual der Wahl, Dreischläfer, Vierschläfer. Wir bauen gerade noch mal das Bett bitte zurück. Kannst du mir einen Gefallen machen? Ja. Wenn du dich mal gerade mal drauf legst, die Füße mal hochhältst, dass sie nicht runterkommen, sonst beschweren sich die Leute. Und so, du kannst auch hinten mal rausgucken lassen. Genau. So, mach mal Stopp. So, schlaf mal. So, du bist jetzt was bist du? 1,78. 1,78. Und hier sieht man, das ist da, das funktioniert. Aber für Kids, sage ich mal, die 1,70 Meter sind oder Personen, die da sind, tolles Bett, oder? Ich mache hier 2 Kissen rein. Bequeme Sache. So, das heißt, du kannst ja bis hinten da noch erweitern. Bei allem gut gepolstert auch. So, Affinity. Bitte mal zurückbauen. Ich zeige mal gerade hier, das ist eine Stahlkonstruktion hier drunter. Das Ganze ist selbsttragend. Ja, hier ist ja das ganze Gurtsystem. Und es ist auch eine Option, wo es jetzt gibt, wenn jetzt jemand sagt, ich fahre mit dem Auto nur zu zweit. Dann kann ich das ganze Gurtsystem wegfallen lassen. Ja. Habe hier einen riesen Stauraum, aber der Hauptvorteil 38 Kilo weniger. Gut, das heißt also, diese ganze Mimik, die ich hier habe, die entfällt denn? Ja, genau. Okay. Dann kommt da eine Einzelsitzbank hin. Das ist aber dauerhaft dann, der Umbau. Ist dann dauerhaft, ja. So, So, ich zeige mal gerade. Also das kommt, das wird hochgeklappt. Wieder hoch, guck. Dann hast du natürlich dahinter auch nochmal einen Stauraum, klar. Dann brauche ich bloß das wieder reinmachen. Das geht bis runter. Ja. Den Stauraum haben wir eben gesehen. Was enorm ist, ist die Geschwindigkeit des Umbaus. Das war's. Ja. Der Vorteil, es gibt 2 Varianten, Bett oben, Bett unten. Als Dreischläfer kann man auch sagen, ich will das Bett oben haben. Was hätte das für einen Vorteil? Also meines Erachtens gar kein Vorteil. Ja. Schlaf höher. Ich schlafe höher, aber wir haben schon gesagt, es wird wahrscheinlich so kommen, dass wir nur noch das Bett unten anbieten. Weil es ist einfach länger, es ist bequemer, du musst nicht hochsteigen. Und das ist halt dann auch im Weg. Und so habe ich dann, oder ich habe auch Leute, die sagen, da schlaft mein Hund drauf. Ja, das gibt's. Ist ja auch kein Problem und da hat er richtig Platz und der Hund schläft ja nicht oben. Das ist so. Wir zeigen gleich mal den Vierschläfer, den gibt es nämlich auch. Ja. Da hast du dann beide Optionen, die da sind. Da kommt nochmal Gewicht hinzu. Das heißt, beim Vierschläfer gegenüber dem Dreischläfer, was kommt hinzu? Es sind schon roundabout 30 Kilo. Also nochmal 30. Ja. Das heißt, ich kann also 60 Kilo sparen, wenn ich den Dreisitzer zum Zweisitzer umbaue, quasi zum Zweischläfer. Also der Dreischläfer unten wiegt nur 10 Kilo mehr. Und der andere 17, also es sind roundabout 40. 40 Kilo, die ich dann spare. So, mach nochmal zu. Jetzt habe ich auch verstanden. So, jetzt sehen wir eigentlich die Besonderheit. Ich zeige es mal gerade. Du stehst gerade drin. Wir sind in einem 6,40 Meter Kastenwagen. Die Leute, die das erste Mal herkommen, andere Grundrisse gesehen haben, sag mal, wenn das Geld langt, das ist ja auch oft so die beschneidende Situation, dass du vielleicht hast du nur 50.000 Euro oder nur 40 oder 30 und keine 90. Hast du das schon mal, dass Leute das sehen und eigentlich total desillusioniert rausgehen und sagen, da muss ich noch ein bisschen sparen? Eigentlich nicht, weil wie gesagt, wir können eine Alternative bieten. Aber es ist wirklich so, durch das, dass wir uns auch bei anderen Fabrikaten ausgehen, wie ich vorher gesagt habe, Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 und es gibt wirklich andere namhafte Hersteller, da ist der Preis nicht weit weg. Wenn man alles dazu addiert. Genau. So, hast du einen Kühlschrank angeschaltet, Ja. Großer Dometic-Kühlschrank mit drin, ein Kompressor? Ja, auch ein Kompressor. Der ist jetzt etwas größer wie beim Duo. Kann auch hier das Gefrierfach kann man rausmachen. Der ist auch sehr leise, gibt so einen Schlafmodus, gell? Ja, das ist ein Schlafmodus. Genau, in der Nacht macht man meistens einen Schlafmodus rein dann.
So, das heißt, der kühlt ein bisschen weniger. Und den kannst du jetzt von beiden Seiten öffnen. Also wenn du im Bett liegst, du willst was rausholen oder wenn du so in der Küche stehst, kannst du auch so rum machen. So, jetzt kannst du noch mal zusätzlich, das werden wir gleich mal zeigen, wenn das Bett unten ist, die Liegefläche noch mal erweitern. Aber das wäre jetzt ein Schlafbereich. Das war der Grund, warum du gesagt hast, mit dem Kopfende zur anderen Seite. Ja, das heißt, der dass Kopf. die Füße da sind. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Wenn, Also ich steige dann hier drüber, über das und dann bin ich oben. bitte mal zeigen. So, das heißt, Also noch schaffe ich's. Ja? sag mal, du willst mir mal verraten, wie alt du bist? Nee, sag ich nicht. Sagst du nicht? Echt Doch, nicht? doch, 62. 62. 62. Das geht, aber man kann sich zur Not ja eine kleine Stufe mitnehmen, oder? Wenn Eine das, kleine Leiter, es gibt ja kleine Leiter im Angebot. es geht ja darum, das teure E-Bike, was es hier drunter ist, ja. Genau, Das können wir uns soll jetzt mal ja vorstellen. dabei sein. So, das ist einmal hier tiefer, dass es auch reingeht. Ja. Das hast du denn mit drin und das wollen die Leute manchmal, weißt du, du übernachtest einfach mal kurz auf dem Stellplatz. Das kennst du ja. Und dann hast du einen Heckträger hinten drauf. Hast vielleicht ein Fahrrad für 4.000 € drauf, ja. Da schläfst du nicht mehr gut. Einmal das und vor allem, wenn du fährst und es ist schlechtes Wetter, das wird einfach schmutzig draußen und hier ist es sauber aufgehoben. Und wie gesagt, ich schlafe halt dann, ich schlafe einfach andersrum, ich drehe mich. Ja. Und das wäre, sagen wir mal, der Vorteil vom Dreischläfer. Wenn es dann wirklich nicht reicht vom Platz her mit meiner Frau, dann bricht halt einer aus. So, ich kann nicht jetzt runterfahren. Also ich glaube, runter geht, oder? Ich glaube, weiß ich nicht, machen wir lieber nicht. Machen wir lieber Ich nicht. komm Deswegen lieber- steigen wir mal ab. Nicht, also kaputt So, ist. so, jetzt kommt es nämlich richtig schön. Guck. 62. Die Kraft der zwei Herzen. Das war Spaß. Du bist Sportler, oder? Zeit deines Lebens. Na, wir haben früher Tennis gespielt, leidenschaftlich Ski gefahren, aber vor allem waren wir aktiv im Segelsport. In der Jolle waren wir aktiv. Ich habe mir hinten den Vorhang geordert bei meinem. Der hat zwar ein bisschen was gekostet, aber da habe ich gesehen, der macht das hinten zu. Ja, also das zeige ich aber nachher noch im anderen Auto. Wir haben quasi zwei Vorhänge. Einmal den Vorhang hier im Kopfbereich, wo bis zur Matratze geht. Und wir bieten aber auch einen Vorhang an, wo ganz runter geht. Dass die Lade bis auf den Ladeboden geht. Also, wenn ich jetzt zu zweit unterwegs bin, jetzt mal Hand aufs Herz, ja, zu zweit beim hochgefahrenen Bett, das wird eng. Aber wenn das Bett unten ist, da hast du jetzt viel mehr Platz, weil der an der Seite der Schrank nicht mehr stört. Geh mal bitte drauf und jetzt wird es auch einfacher, das Aufsteigen. Jetzt kannst du mit dem Popo einfach oder so. So, jetzt hast du richtig Platz. Und die meisten Kommentare waren, das Bett ist viel zu klein. Ach was. Keiner schläft ja komplett ausgestreckt. Ja. Das ist ja, sondern So ist es. du winkelst dich ja an. Seine Schlafgewohnheit. Ja. Okay? Und so gestrickt habe ich noch nie geschlafen. So, da ist übrigens Folie auf dem Bett drauf, nicht, dass ihr Da schimpft. haben wir noch gar kein Bettbezug drauf. Ihr fertigt eigene Bettbezüge an, die auf Maß gefertigt sind, weil du gesagt hast, Kabels, also Affinity empfiehlt ja, Standardbettbezüge kann man nehmen, schlägt man hier um, aber du bist ja Schwabe. Ja. Da hast du gesagt, ich will es ordentlich. Genau, das kann ich nachher noch mal im anderen Auto zeigen, wo dann passgenau ein Bezug für hier ist und für dieses Teil hier. So, Und- jetzt bitte mal, stopp, warte mal ganz kurz. Ja, Entschuldigung. Wir schaffen jetzt mal mehr Platz in der Küche, das habe ich gesehen in Bern. Mach mal bitte. So, dazu drückt man einfach nur. Ja, das ist jetzt ein ganz neuer Mechanismus. In Bern hatten wir den noch nicht. Ich muss jetzt hier nur einen Hebel ziehen Ja. und dann kann ich das stufenlos verstellen. Ich kann sagen, es bleibt weiter unten, so in dem Bereich dann, so. Oder ich mache es ganz nach oben. Und wenn ich da ganz nach oben habe, habe ich hier einfach nochmal mehr Platz. So, und das heißt, also das ist auch der Grund, warum ich den Vorhang vielleicht nicht brauche, muss man dazu sagen, denn du hast hier jetzt ein richtiges, sag ich mal, Lounge-Sofa. Wenn es jetzt hier oben ist, leg dich mal drauf, bitte. Ja. Dass wir das mal zeigen. Wo man jederzeit auch mal ein Nickerchen machen kann, sich ganz entspannt. Ja, oder ich mache hier den Fernseher raus. Der ist da drin, Ja, ein Karatec. also der ist noch nicht ausgepackt. So kommt er vom Transport her. Aber das ist doch eine coole Sache. So, den kannst du rausziehen. Ja. Kannst ihn auf beiden Seiten benutzen, das ist interessant. Und Gasdruckdämpfer hast du überall drin. Ja, überall. Und da, gucken wir mal da rein. Ne, da vorne ist es. Also Staufächer mit Rausfallschutz. Heißt, du hast immer eine Kante, dass nichts dir direkt entgegenkommt. Genau. Ne, ich wollte nur was anderes zeigen. Machen wir doch mal raus. So. Ah, okay. Guck, da ist jetzt diese Zentraleinheit von der Oyster Connect.
Da kann ich mit Kabel den Fernseher verbinden oder Für WLAN. WLAN habe ich ja ein Smart TV sowieso. Hier sind dann noch die Anschlüsse. Okay, verstehe. Das ist das von Oyster, die Oyster Connect, die Zentraleinheit. Sehr schön. Das ist halt besser, wenn ich es gleich ab Werk montieren lasse, weil sonst muss ich alle Strippen ziehen. Und was wir jetzt auch nochmal neu anbieten, ist eine Außensteckdose, TV-Außensteckdose. Wenn einer keine Oyster Connect will oder keine Oyster Zytrak, sondern dann nimmt er so eine Maxview-Kugel, sage ich, wo er dann irgendwo hinstellt, wo er Empfang hat. Okay. Also das ist super hier, was wir da wieder gemacht haben. Ist auch neu, oder? Mit dem Fernseher? Das ist ganz neu, ja. Das war lange ein Wunsch. Also wir hatten auch schon Fernseher von oben runter gemacht mit einem Klappmechanismus. Da haben mir die Polen dann die Verstärkung ins Dach eingebaut, dass ich das ohne Probleme dann montieren kann. Oder hier ein Beamer und hier eine Leinwand von oben nach unten. Haben wir auch schon gemacht. Stark. Also die Leinwand kommt in der Mitte. Hier sind Lautsprecher verbaut. Was mir vorher der Milan gesagt hat, das Coole ist ja, beim Duo ist er ja weiter vorne und da kannst du quasi vom Bett gucken, du kannst von vorne gucken und von draußen gucken. Mhm. Gut, wenn du eine Brille anhast, denn die Bildschirmdiagonale sind jetzt keine 90 Zoll. Ja. Eher 9 Zoll. Richtig, ja. So richtig. Aber da könntest du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel so Oyster Connect drauf hast, kannst du Smart TV noch irgendwo mitnehmen, wo 24 Zoll hat und stellst ihn dann auf. Stell dich mal gerade hier vorne rein, bitte. Ich zeige mal gerade die Küche komplett. Die ist nämlich von der Stehhöhe richtig groß. Und wo hast du denn eine L-Küche im Kastenwagen? Das gibt's gar nicht. An der Seite hast du hier ein Dashboard. Hier kannst du nämlich sogar ein Notebook hinstellen und könntest auch gucken. Oder du kannst das Notebook einfach hier hingucken. Hier hinstellen, kannst Fernsehen mitgucken. Ja. Was auch viele machen, die denn da sind. Aber die Küche, die ist so groß. Wir sind in einem 6,40 Meter Kastenwagen. Jetzt darfst du mal kommen, bitte. Du bist 1 Meter, was bist du? 1,78 Meter. 1,78 Meter. Und die Kopffreiheit, mach mal bitte Kopf. 1,95. 1,95. Da kann ich ein bisschen wachsen. Aber ich werde jetzt eher kleiner. Aber in der Küche kannst du doch kochen. Ja, guck mal, das wollte ich dir jetzt noch zeigen. Ja. Hier der große Stauraum. Und wenn das Bett nicht ausgefahren ist, könntest du ja hier auch was reintun. Ja. Weil wenn das jetzt zum Beispiel ein Notbett ist für den Enkel oder wenn du mal ausweichen musst, kannst du trotzdem das hier ja dann, wenn das nicht gebraucht ist, Bett hier alles benutzen. Also okay. Finde ich super, das ist ganz neu, diese Lösung quasi mit der doppelflügeligen Türe. Also ist das Bett nicht ausgefahren, dann habe ich diesen ganzen Stauraum, habe eine Option mehr. Das hier ist ein Kleiderhaken, das ist sehr interessant. Das heißt also überall da, wo was rauskommt, kannst du einen Kleiderhaken nutzen, beziehungsweise speziell an der Stelle. Dann hast du hier einen 2-Flammenkocher mit Piezo-Zündung, der auch benutzbar ist, weil hier oben drüber ist nämlich nichts, wo du aufpassen musst. Ja, das ist ein toller Abzug da oben. Ja, der ist direkt hier drüber. Ich zeig's mal gerade. Also da geht der elektrische Abzug dann ran. Der hat einen Regensensor, kannst du auch zum Lüften nutzen. Hier hast du deine Truma, was ist drin, Diesel hier? Der hat eine Truma Diesel drin, ja. Eine Truma Diesel. Kannst du quasi hier einstellen dann. Guck mal, da können wir mal ganz rüberfahren. Da kannst du jetzt sagen, Diesel, Mix 1, Mix 2 oder voll elektrisch. Mhm. Okay. Ach so, wenn es schnell gehen soll, kannst du elektrisch und Diesel. Genau, können wir jetzt voll mal machen. Können wir mal. Das war die falsche Taste. Nicht schlimm. So. So, das war schon. Ist die laut, die Diesel? Nur am Anfang. Okay, also wenn Temperatur hat. Ja. So, Thema Stinken. Ich glaube am Anfang ein ganz kleines bisschen. Ich weiß noch, wo mein Papa die erste Heizung hatte im Boot. Am Anfang hat die richtig gestunken. Aber bestimmt 5 Minuten. Jetzt merkt man so gut wie gar nichts. Man hört auch nichts. Das ist, also ganz leise, gell? Ganz leise. Du hörst nichts an. Aber ich empfehle immer, du kannst auch die D6 bestellen, aber ich tue die empfehlen, dass wenn du mal auf dem Campingplatz oder Stellplatz bist und da will nicht unbedingt einer, dass du die Diesels laufen lässt, sage ich ganz einfach, nimm die E und dann kannst du auf E schalten. Gut. Wobei es ist nicht so wild. Da muss er halt durch. Im Moment habe ich übrigens auch eine Dieselheizung bei mir laufen vorne. Ja. Aber nicht, weil ich nicht auf Gas gehen wollte, sondern der Sensor, der war natürlich ausgelöst, der Crash-Sensor. Deswegen war meine Gastank ab.
Aber Diesel, ich sag mal, eine Zusatzheizung ist immer nicht schlecht. Das heißt, du hast dann, wenn du gerade jetzt in Skandinavien unterwegs bist, da haben alle Campingplätze richtig Strom. Da gibt es Pauschalen, da zahlst du nicht, glaube ich, pro Kilowattstunde, sondern du zahlst einen ordentlichen Betrag. Dafür kannst du richtig heizen. Ja. Das weiß ich wegen Kabe. Die Gene von Kabe sieht man hier oder von der Verarbeitung, das ist top. Ja. Wobei ich muss schon sagen, das kommt von Jacek, ja? Also dem Chef Jacek und sein Produktionsleiter, der Norbert. So, ich zeig mal hier, wie das verarbeitet ist. Du hast hier unten eine Metallkante, ja. Alles ist gerundet, da ist so eine Art Leder drüber. Da können wir zum Beispiel, wie du gesagt hast, einen Subwoofer drunter hängen. Ja. Okay? Ohne dass er stört. So, dann mach mal bitte auf, wir gucken mal kurz noch mal rein. Du ziehst die Tiefe. Da ist jetzt mein Wörterbuch drin, deshalb, aber so sieht man es jetzt besser. So, bitte mal reinfahren mit der Hand, dass man mal sieht. Also da geht es nochmal richtig runter. Ja, da geht es runter. Also da tun wir immer die Pullis rein. Die Pullis. So, Schalter hast du. Du hast sehr viel Beleuchtung hier drin. Dann auf der linken Seite hast du ganz viel Platz. Überall Oberschränke. 6,40 Meter Kasten. Ich komme nicht. Dann die Blickachse allein. Du bist hier nicht eingezwängt. Das ist die... So, dann geh mal rein bitte. Öffne mal hier links unten. Das ist so eine kleine, ich sag mal, eine kleine Schrankwand, die aber sehr schmal gehalten ist. Da haben wir hier auch wieder eine doppelflügelige Türe. Und kürzlich war eine Kundin da, die hatte das ganze Teller und Suppenteller und das ganze Geschirr hatte hier untergebracht, hochkant. Ja. Ganz klasse gemacht. Und da ist jetzt ein bisschen weniger Platz. Ich kann euch auch zeigen, warum. Das ist die neueste Kreation. Boah, das ist eine fette Batterie. Kennst du? Eine Leontron. Ja, und die 200er. Und da kannst du auch eine tolle App, die aufs Handy machen. Und da zeigt sie dann ganz genau an, was die dann von der Leistung gerade noch hat. Also nochmal, da ist eine 200 Ampere-Stunden Genau. Lithium-Batterie drin. Das ist das erste Auto, wo wir jetzt bekommen haben. Krass, und eine Leontron, du weißt, du kannst sie selber flicken. Da gibt es so Sets, oder die haben sogar 5 Jahre Garantie. Ja, ja. Das ist ja das, was viele haben, Angst vor Lithium, geht vielleicht kaputt, teure Investitionen. Und das kommt so. Ja. Allein, du weißt, wie das ist, wenn du später nachrüsten willst, Lithium. Immer viel Aufwand, der Laderegler muss angepasst werden. Ja, das ist das Hauptproblem. Ja. Mit dem Laderegler. Manchmal wissen wir bei den anderen Fabrikaten gar nicht, ob es überhaupt geht. Oder ob du den Laderegler tauschen musst. Das ist aber hier gleich vorgesehen, wir haben es ja eben gesehen. Büttner ist mit drin, ein Wechselrichter. Richtige, überleg mal, im Kastenwagen Schubladen. Ja, das ist so eine Art, das ist ein Besteckkasten. Ja. Oder da machen wir den Besteckkasten normal. Da kannst du nochmal einen Handtuchhalter hinmachen, kannst aber auch woanders hinmachen. Vor der Dusche. Das ist vom Fernseher, habe ich da die Fernbedienung jetzt reingelegt. Hier sind überall Steckdosen, dass du deinen Fernseher auch anschließen kannst. Oder hier deine Lademöglichkeit. Guck mal, dass einer wollte Fernseher hier haben. Geht auch. Mit dem Schwenkarm raus, kannst hier vom Bett gucken, hier rüber von vorne gucken. Also es gibt 1000 Möglichkeiten. Mach mal oben auf. Ist hier auch was? Hier links? Ja, ganz links? Nee. Da haben wir doch wieder unseren Häfelebeschlag. So, da hast du mal gearbeitet bei Hefe. Gelernt. Da war Azubi. Stift. In Nagold. Das? Aber das ist auch noch im Familienbesitz, Häfele. Gell? Die Uschi Thier, die war bei mir in der Klasse. Oder Sibylle war es. Die Sibylle Thier, die ist heute Chefin. Gell? Aber das Grau mit dem hellen Holz, das wirkt schon sehr modern, ne? Ja. Die Frage ist, ich komme an 10 Jahren vorbei, dann gucken wir uns die mal an, wie die waren 2022. Da wirst du denn sagen, ja damals das Design, das ist überholt. Ja. Du weißt noch Kirsche 2010? Ja, ja. Aber wenn ich überlege, was heute in der Möbelbranche wieder in ist, weißt du, diese dunklen Möbel. Meine Eltern, die haben heute noch in der Wohnung vom Rolf Benz so ganz dunkles Holz. Das ist heute wieder in. Das ist heute wieder in, gell? Es kommt. Wollen wir mal reingucken? In Verbindung, ja. Das ist ja wohl eine Frechheit. Du hast eine richtige große Dusche mit Toilette drin, ja, wo du sogar, wenn du nicht mehr so gut zu Fuß bist, sogar sitzend duschen kannst. Und das ist ganz vielen ein Riesenplus, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die also sich mal hinsetzen können, wenn du mal kurz reinsetzt. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich kann es aber auch nachher noch mal in einem anderen Auto zeigen, weil ich habe da auch vom Polsterer, der hat mir so eine Art Verhüterli gebaut, wo über die Toilette drüber kommt. Da brauche ich die Toilette nicht immer abtrocknen.
ganz neu der Duschrost aus echtem Teakholz. Habe ich bestellt. Ganz edle Sache, super. Ja. Teak ist halt toll, ich habe das im Boot auch oben drauf, Teak. Und zwar mein Auto kommt schon Anfang Februar, hat man gesagt. Das ist also Hammer. Ich fliege da fliegt wahrscheinlich ein Bauplatz von mir zurück. Ich fliege nämlich nach Polen, hole ihn persönlich ab, ja, lande in Warschau, ich werde abgeholt. Jacek holt dich. Jacek holt mich. Ja, klasse. Und ich werde ihn bekommen, denn das ist die optimale Ergänzung natürlich zu meinem Kabelvan, der 4x4 für Offroad. Haben wir den ja schick gemacht und der kommt jetzt rein. Und ich setze mich gerne mal drauf. Wir haben ihn heute bestellt. Ja. Die Rechnung kriege ich in Kürze, dann wird es überwiesen und dann wird er wohl schon Anfang Februar gebaut. So, du hast einige Bauplätze reserviert, muss man sagen. Du hast ordentlich vorgeordert. Bestellt. Ich habe die Autos schon alle bestellt, ja. Ja. Da kann die Ausstattung noch ein bisschen bestimmt werden, oder? Ja, also ich kann bis so 6 Wochen vor Produktion kann ich die Ausstattung noch bestimmen. Außer nicht, der Fiat oder Peugeot kann ich nicht ändern, aber ich kann sonst Dieselheizung, Gasheizung, kann ich alles noch ändern. Kann ich sagen, 3 Schläfer, 4 Schläfer, das geht auch noch, die Änderung? Ja. Geht auch noch. Ja. Das heißt also, Innenausbau ist noch anpassbar, aber das Chassis steht fest. Das Chassis steht fest von Fiat, da kann ich nichts ändern, das ist immer gleich. Sag mal, wenn der jetzt statt 6,40 Meter mal 7 Meter bekäme, der Jacek, da kriegt man ja schon Angst, was der da reinbauen würde, oder? Ja, da kriegst du richtig Angst. Also ich freue mich auch schon, irgendwann wird es kommen, das 6 Meter Auto. Das 6 Meter, noch kürzer. Ja. So, das heißt, das passt denn in der Schweiz auf den Normparkplatz. Genau. Du hast richtig Beinfreiheit. Das heißt, du kannst endlich mal dein Geschäft vollrichten ohne Probleme. Gemütlich. So, und das Ganze ist auch so, dass du jetzt duschen kannst. Das heißt, du musst hier keinen Duschvorhang reinmachen, sondern die Toilette, die kann das Wasser ab. Du könntest sitzend duschen, das geht. Also für alle, die, herzlichen Glückwunsch, ich hatte mal einen Vakoped-Schuh, Achillessehnenabriss, da kannst du nicht mehr richtig. Und es gibt genug Leute, die nicht mehr so gut können. Und für die ist das toll. Aber das Waschbecken, das mussten sie leider einsparen, oder? Nein, das zeige ich gleich. Aber ich wollte nur was von der Dusche zeigen. Sag mal. Also du kannst jetzt quasi auch die Tür offen lassen, gell? Ja. Und kannst es quasi so zumachen. Ohne Umbau. Ja. Ich habe aber auch schon einmal gemacht, und zwar habe ich das vom Boot. Und zwar, wenn einer sagt, ach, die blöde Plastikwände, die immer abtrocknen und Kaltflecken wegmachen. Im Boot habe ich in einer Türe in der Dusche so eine Leiste dran, wo dann das Wasser so wegläuft. Weil das macht ja der Türe nichts aus, wenn da Wasser drauf kommt. Und da könnt ihr das auch weglassen. Vielleicht ein tolles Feature ist der Doppelboden. Also das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja. Es ist sehr fußwarm. Oh, wird das warm. Es wird richtig warm. Cool. Es wird fußwarm, weil du ein Doppelbodenkonzept Ja, genau. hast. Das heißt also, ich zeige das mal gerade, wenn wir draußen rausgehen. Das haben wir, also es kann man gar nicht so gut oft erwähnen, das ist durchgehend im ganzen Auto. Normalerweise hast du das bei den Kastenwagen immer nur hier vorne. Und hier ist der Doppelboden, wo die ganze Warmwasser, also eigentlich hast du, ich nenne es jetzt mal einen beheizten Doppelboden, weil da geht die Warmluft durch, zumindest mal die Kanäle gehen durch und die heizen ja mit. Ja klar, und zwar hier der Kanal läuft komplett durch und quer über den Boden hier entlang. Und dann hast du quasi dieser Grauwassertank, wo du hier die Revisionsluke hast. Ja. Der läuft ja hier komplett. Also das ist nicht außerhalb vom... Alles ist beheizt. Alles beheizt und dahinter ist ja nochmal eine Öffnung und es läuft alles hier durch und hier an der Seite, hier hinten am Bett und dann da wird es richtig warm. Guck, da ist auch nochmal einer. Ja, gut, du hast die Wärme bestellt. Ja, das heißt tolle Durchflutung von der Wärme. Das ist nämlich so, wenn du nämlich keine Fußbodenheizung hast oder keinen Doppelboden, wo es durchläuft. Das kann im Winter sehr unangenehm werden, wenn du immer kalte Füße hast. Ja. Und das ist hier nicht gegeben. Das heißt, die Wärme kommt einmal per Luftausströmung und dann hast du nochmal eine Konvektionswärme, die durch den Boden kommt. So ist es genau. So eine indirekte Fußbodenheizung kann man sagen. So, ist auf jeden Fall nicht kalt, sondern es wärmt sich auf. Immer ein angenehmes Wärmegefühl. So, geh mal ein bisschen zur Seite, dann zeige ich es mal gerade. Bauch einziehen. Naja, so dick bist du nicht. Große Waschbecken. Sagt es meiner Frau. Großes Waschbecken, genau, ein toller Abfluss hinten. Man kann es auch gut reinigen. Also Haare also und nicht, so. Ja, genau, also nicht so eng, dass du nicht mehr reinkommst. Hier wirklich gut den Abfluss kannst du da reinigen, putzen. So,
So, beim Duo übrigens, der hat jetzt 110 Liter, der hat sagenhafte 200 Liter Tankvolumen. Das ist beim Kastenwagen natürlich eine Sensation. Guck mal, da kannst du jetzt auch Rasierer reinlegen oder Duschsachen, Deo, ohne dass es gleich rausfällt. Und hier Waschlappen, sage ich jetzt mal. Und hier haben wir nochmals eine 230 Volt Steckdose zum Füllen. Dann. Die ist natürlich hinter dem Spiegel. Genau. Der Spiegel, kann da jetzt Wasser eindringen oder ist da ein Duschvorhang davor? Nein, da macht man gar nichts davor. Gar nichts. Im Endeffekt, ja gut, du musst ja jetzt gerade so, guck mal, du musst jetzt hergehen und so drauf tuschen. Ja, das macht man ja nicht. Entweder so, guck, oder oben da einhängen. oben einhängen oder so, wie wir es vorher gesagt haben, so ist doch das Bequemste. Cool. So, da ist das Rost. Dann haben wir schon drüber gesprochen. Die Tanks. Ganz klasse und da kostet zwar ein paar Euro, aber eine tolle Qualität. Wie gesagt, ich kenne es vom Bootsbau, echtes Teak. Das nimmst du raus, irgendwann mal, tust es wieder abduschen, absprühen draußen, trocknen lassen und dann wieder reinlegen. So. Ja, wir könnten noch unglaublich viel zeigen, aber das Beste ist, man guckt sich das Ganze mal live an. Das Wichtigste, vielleicht noch kurz und knapp, ist der Kleiderschrank. Zeig mal bitte. Jawohl. Der ist riesig, da passen zumindest mal ungefähr 20, 25 meiner T-Shirts rein. Der ist noch tiefer, weil er weiter hinten sitzt, wie beim Duo, ist er noch tiefer. Aber ein Kleiderschrank, das ist doch Hammer, gell? Hammer. Hier, mit richtig. Dann hast du hier oben noch eine Ablage mit drin. Du hast allein dieses Loungebett, dadurch, dass das Loungebett jetzt da ist, hast du jetzt auf einmal viel mehr Platz hier. Das heißt, du kannst in der Küche besser arbeiten. Das kleine Stück, was es ist, das macht so viel aus. Ja. Und du kannst jetzt auch, wenn du mal hier hoch machst, kommst du gut hinten an den Kofferraum ran. Wenn du was vergessen hast oder willst dein Bier hinten rausholen, machst du einfach die Klappe hoch. Und jetzt haben wir noch mal was ganz Wichtiges vergessen. Was denn? Weil in puncto Qualität, Design. Jetzt musst du wirklich mal, schau dir doch mal das an, wie das aus den Maschinen, guck mal, die Linien, es passt alles, es gehört zusammen. Das Dekor ist in einem. Das Dekor, genau. Guck mal, da den schwarzen Streifen, überhaupt das Ganze. Oder guck mal da drüben. Das ist was ganz Tolles. Das haben wir noch nie gehabt. Ein durchlaufendes Holz. Ein durchlaufendes Dekor. Das kennst du ja normal nur im Luxusbereich. Ja, so ist es genau. Das kommt so aus den Schnitten raus. Also das macht alles die CNC-Maschine. Aber dass es so toll immer passt bei jedem Auto, klasse. Und so kommt das Auto von der Produktion raus, so sauber. Ich muss fast nichts mehr machen. Ich muss nur noch die Folien abziehen. Gut, ihr macht ja Endkontrolle, aber das erspart ihr unglaublich viel Zeit und der Kunde hat ein gutes Feeling. Ja. Übergabe, wie lange braucht ihr? Wenn wir ein Auto übergeben, an Neukimper auf jeden Fall 2 Stunden. Lohnt sich, dass er hier bleibt mal einen Tag, wenn er sagt, ich bin ein bisschen unsicher, ich fahre mal ein bisschen rum, komme nächsten Tag mal wieder? Machen einige, dass sie hier mal am Bodensee kurz runterfahren, ist ja nicht weit von hier, und am nächsten Tag nochmal kommen, wenn irgendwas... Irgendwelche Kleinigkeiten, das muss noch eingestellt werden. Wenn eine Frage ist. Gell? Also ich bin echt am Überlegen, ob wir in Zukunft so Videos drehen, wo wir den Leuten vielleicht vorab mal schicken. Also ich kenne es ja von Hyundai. Ja. Für jeden Ioniq 5 oder Kona Elektro gibt es Videos, wo wir den Leuten schicken und sie können sich das Auto in Ruhe schon mal anschauen und dann die Fragen stellen, auch wenn sie da sind. Dann ich versuche ja hier in den Videos so viel wie möglich zu zeigen, dass also die Leute, die den weiten Weg vielleicht zu dir machen, da nicht, ich sag mal, so viel Fragen dann haben, dass man möglichst viel schon beantwortet. Aber die Haptik anfassen, die Qualität live erleben, das musst du einfach machen. Oder? Ja, klar. Und wie gesagt, wir sind ja hier auch in einer bestimmten Preisliga, wo man das einfach mal anschauen möchte. Wir haben eigentlich immer ein Auto in der Halle stehen und ein Auto zugelassen. Und ich empfehle auf jeden Fall aber vorher mal ein kurzer Anruf, dass dann wir auch parat sind und Zeit für den Kunden haben. Ja. Vielleicht nicht gerade samstags. So, ich zeig mal gerade. So, heute ist Januar der 13. Drück mal auf den Knopf, da wird es hell. Dann hört es nämlich auf zu flimmern. Es flimmert in echt gar nicht. Das ist die Kamera. Gehen wir einmal da drauf. So, genau. Jetzt haben wir, das ist zum Beispiel Frischwasserstand, Batterieladestand. Batterieladestand für die Aufbaubatterie, für die Starterbatterie. Frischwasser keines drin, Abwasser auch keines drin. Gut, also leer. Du könntest natürlich hier noch weitergehen. Gell? Also der aktuelle Stand. Wenn es mal ein Update gibt, genau. Und dann kannst du aber auch immer so einzeln drauf gehen. Und hier mache ich das Wasser an.
Also das wie man es kennt. gleich, weil wir ja das Auto frisch bekommen haben und auf dem Transport ist er kalt und dass nicht gleich was kaputt geht auf dem Transport. Ja. So, ich fasse mal zusammen. Du hast für dein Geld ein tolles Auto. Wenn ich mal überlege, du kennst ja früher noch ganz am Anfang, 80er, 90er Jahre, da fing doch ein Hersteller an. Wer war das? Karmann? Nee, Cook. Die hießen irgendwie Cook. Ja. Thomas Cook oder sowas. Ja. Irgend sowas. Und die haben mich immer fasziniert, weil die hatten so rausfahrbare Betten vorne, die hatten eine Heckküche mit drin, die hatten sensationelle Grundrisse. Genau, das war cool. Weißt du? Ja, weiß ich und noch. die waren aber innen immer so dunkel. Das war so, wenn du es raus hattest, dann hattest du das andere. Aber das hier ist ja Kastenwagen komplett neu erfunden, oder? Ja, also ich kenne auch von früher, gerade vom Schiffsbau, gab es ja früher auch die Firma Dehler, wo Wohnmobile ausgebaut hat und die waren auch schon immer innovativ. Aber So. hier, wie gesagt, du fühlst dich wohl, du hast ein tolles Raumkonzept und jetzt auch hinten, wenn du jetzt später den Vorhang hast, macht einer die Türe auf, sieht auch nicht gleich jeder durch dieses ganze Auto durch. Und hält einfach auch nochmal, ist eine tolle Kältebrücke. Es ist jetzt schon richtig warm und wir haben draußen Ja, für 5 Minuten angemacht. 5 Minuten angemacht. Also es geht so schnell. Ja. Ja, das Ganze gibt es ja auch ferngesteuert. Es gibt so ein Modul, damit du das von außen auch steuern kannst. Also Ja. die Truma. Was, wir gehen mal raus, dann zeigen wir mal den Leuten, wo wir sind. Wir sind in Rottweil. Ich habe mich kurzfristig angemeldet bei der Anna, die ist auch noch hier. Die Marketingchefin von Affinity. Ich bin schon langsam müde, aber wir müssen noch ein Auto drehen. Komm, wir gehen mal raus. Ja. Dann zeigen wir es nochmal in Rottweil. Händler des Jahres 2021 von Affinity, der Peter. Mit vollen Namen heißt du, Peter? Peter Fischer, Nothelfer. Peter Fischer, Nothelfer. Doppelname, gell? Und euer Laden heißt auch Nothelfer seit 90 genau, Jahren? Von meiner Frau, genau. Toll. Du bist eingeheiratet. Ich bin eingeheiratet. Okay. Hast du gut gemacht, ja. Ja. Deine Frau, die ist auch noch hier? Ja, die sehen wir wahrscheinlich nachher noch. Okay, so ist es. Ja, wir sind in Rottweil. Heute haben wir Kaiserwetter. Das Ganze kann besichtigt werden auf Multijet 3, 9-Gang Automatik, 160 PS. Nicht wundern, die gehen also wirklich wie 180, hast du mir gesagt. Ja. Sind sehr leise. Das alles da. Die Gewährleistung von dem Fahrzeug? 2 Jahre? 2 Jahre. 2 Jahre. Ja. Hast du Angst nach 2 Jahren, dass alles auseinanderfällt? Nein, überhaupt nicht. Also wir können ja ohne Probleme eine Anschlussgarantie machen, einmal für Fiat oder für den Aufbau. So, Ja. Also wenn ihr Lust habt, Händler des Jahres, da vorne, guck mal, wir filmen mal dein Hyundai-Schild. Da haben wir alles drauf. Da sind wir nämlich in der Balinger Straße. Deine Frau kommt. Mit der da? Probefahrt, was macht sie? So, und da ist Autohaus Nothelfer. Balinger Straße 125 in Rottweil, autohaus-nothelfer.de. Hat mich am Anfang ein bisschen verwundert, weil ihr ein Autohaus seid. Da unterstellt man jetzt nicht unbedingt Kompetenz. Aber nein, ihr habt das gut hinbekommen. Autos und Wohnmobile. Ja, kann man schon sagen. Und wie gesagt, mit dem Junior, mit dem Milian. Der Milian ist im Wohnmobil aufgewachsen, der ist im Boot aufgewachsen. Und der hat dann richtig viel Erfahrung mittlerweile. So, ich brauche von dir noch ein bisschen Wasser heute Nachmittag. Ist das okay? Gibst du mir was? Da fahren wir hinten hin an die Waschanlage. So, da steht der Morello noch, der kommt. Da gibt es übrigens was Neues. Wir kriegen einen neuen Morello. Der wird demnächst gebaut. Und der hier, der ist zu haben. Das heißt also, wenn ihn jemand sieht und sagt, er hat Bock auf ein 9,20 Meter Auto, kann er einfach mal anfragen. Der ist volle Hütte mit Waschmaschine, allen drum und dran. Also, Nothelfer. das muss meiner Frau zeigen, die Waschmaschine. Ja, die Waschmaschine ist cool. Der hat auch Spülmaschine drin, hat alles. Der neue wird kürzer, wird 7,99 Meter auf Eurocargo. Und ziemlich coole Kiste. Da ist euer Riesenbetrieb. Aber die ganzen Techniker, wie viele Leute sind in der Werkstatt? In der Werkstatt sind 12 Leute mit der Lackiererei und der Karosserie. Ihr baut wirklich alles in der Werkstatt. Das heißt, das Thema Sattanlagen, Einbau, Solaranlagen, ihr könnt alles machen. Ja, gar kein Problem. Weil viele, die ja neu anfangen, das ist jetzt eigentlich schon zu spät, muss man fast sagen. Denn, und der Kontakt, Also du willst es nochmal machen? Mit Auf jeden Fall. Also es ist ja so, die Mechaniker, die Mechatroniker, die Servicetechniker, die haben ja die richtige Basis. Das Einzige, was jetzt anders ist, sagen wir mal, wir haben früher schon, vor 40 Jahren, haben wir schon Glasdächer reingeschnitten ins Dach. Und das Einzige, was anders ist, ist halt, sagen wir gerade Solaranlage und so weiter und der Möbelbau. so ist es. Da vorne steht noch ein Affinity. Ja, kriegst du denn genug? Das heißt, du hast genug vorgeordert. Ja, also Leute, ja, ich habe gehört, Mai, da ist noch ein bisschen was. Ja, haben wir noch was, ja. Ansonsten Dezember. Das heißt also, aber es gibt einen
Eine Sache ruhig anfragen, das heißt, du kriegst noch welche. Ja. So, das ist so. Es gibt nur eine Grundregel. Wer nie bestellt, kriegt nie ein Auto. So ist es genau. Also irgendwann muss man sich mal entscheiden. Aber wir haben jetzt mittlerweile, kommt jetzt auch Interessenten, wo erst nächstes Jahr ein Auto wollen. Ja. Ja. Da ist er. Der Miljan. So, jetzt habe ich deinen Namen sogar drauf, weil Ja. mein Sohn nämlich so heißt wie du. Hast einen tollen Papa. Danke. Bist Finde zufällig ich nochmal auch. rausgekommen und das Ganze hat sich gelohnt. Affinity, Nachfrage, ich sag mal, wird größer. Trotzdem, die Leute sollen anrufen. Bombastisch. Die Rufnummer bei euch? 0741 5356 und die 0 am Ende. 5356 und die 0. Und Ja. das ist euer Name eurer Caravan-Firma. Aber man findet euch auch unter Nothelfer und Als Autohaus Rottweil. Nothelfer, als Hyundai-Vertragspartner und eben die andere Sparte Caravan Live. Also wenn ihr da keine Lust drauf habt, einfach einen Google Nothelfer eingeben und Rottweil, dann kommt ihr drauf. Vielen Dank fürs Einschalten, euch beide, Miljan und Peter, heute am 13. Januar 2022. Tschüss. Ciao.